Hallo und herzlich willkommen hier im Deutschen Museum, aber nicht auf der Museumsinsel, sondern in Oberschleißheim. Wir befinden uns hier in der Flugwerft und gucken uns alte und neue Flugzeuge an. Und weil ich mich natürlich überhaupt nicht damit auskenne, haben wir einen wunderbaren Experten, Luftfahrtexperten da, den Thomas. Hallo, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du uns heute mal hier digital durch eure Flugwerft durchführst. Sag mal, woher kommt die Leidenschaft für die Flugfahrt bei dir? Also eigentlich ging es los 1977. Wir waren auf dem Flugtag in Memmingen und mein Vater war schon zu dem Zeitpunkt Fluglotse bei der Bundeswehr. Und da sind wir praktisch mit diesem Gen schon auf die Welt gekommen. Mein Bruder ist auch im Bereich Luftfahrt tätig. Und bei mir war es halt über Modellbau und allgemeines Interesse über Luftfahrt, aber überwiegend Militärluftfahrt. Und jeder Tag der offenen Tür oder jedes Ereignis wurde genutzt. Und da sind wir dann überall hingekommen, auch mal den Tower hoch, dass man auch mal den Flugplatz von oben angucken konnte, den Fliegerhaus Kaufbeuren. Und so ist es halt immer wieder gekommen. Und wenn es zeitlich drin war, immer wieder Besuche auf diverse Flugshows etc. Also um alles dabei. Und so kommt man halt mit rein. Und es ist die Faszination wahrscheinlich, die jeder von uns hat. Wie kann so ein Riesending aus Metall einfach so abheben und in die Lüfte starten? Das ist, ich sage mal, einfach halt, kriegt auch ein Klavier in und einen Antrieb und ordentlich Kraftstoff. Aber das ist nicht im Sinne des Erfinders, sondern man will natürlich in die Luft kommen. Also ich brauche also eine gut durchdachte Konstruktion, dementsprechend die Tragfläche, die Motoren dazu. Die Frage ist, wie bringt man die Motoren an? Das Ganze muss ja auch kraftstoffsparend sein. Ja, und so kommt ein Flugzeug in die Luft durch eben die Form und das Strömungsverhalten, können die dann einfach mal abheben. Und wir haben hier zwei besonders schöne Exemplare. Wir machen so ein bisschen eine Zeitreise. In welchem Jahr fangen wir an? Also wir sind jetzt hier in dem ersten Abschnitt, weil wir haben die Halle ein bisschen aufgegliedert, so 30er bis 50er Jahre, 60er Jahre, Experimentalzeit, 70er Jahre dann noch mit Strahlflugzeugen etc. Geht also komplett durch die ganze Entwicklungsepoche durch. Und hier fangen wir an mit, wo sollen wir eigentlich anfangen? Du sagst an, du bist der Fangen wir Experte. hier mal mit dem großen Exponat an. Das ist eine Douglas C-47. Die US-Bezeichnung wäre Skytrain, das wäre der Name. Aber durch das, dass sie bei der Royal Air Force geflogen ist, gibt es auch noch den Namen Dakota. Und so ist es auch. Die Maschine kam von der Bundeswehr. Man hat auch mit diesem Flugzeugtyp das Lufttransportwesen eingeführt bei der Bundeswehr. Und die Maschine war aus dem Lechfeld vom ehemaligen Jagdbombergeschwader 32 von einer Vermessungsstaffel. Da hat man also Antennenanlagen auf den Fliegerhorsten vermessen. Deswegen die vielen Antennen an dem Flugzeug. Und das ist ja auch wirklich riesig. Weißt du, wie lang diese Spannbreite ist? Die Spannweite liegt bei ungefähr, jetzt muss ich mal überlegen, 25, ich glaube so um die 25 Meter. Das sieht man ja natürlich im Livestream und im Internet ist das immer, man guckt halt in sein Handy oder in seinen Laptop, aber wir sind ja in einer riesigen Halle hier und diese Flugzeuge hängen einfach so rum. Wie sind die da eigentlich festgemacht da oben? Ach nee, Also wir haben die aufgestempelt, zum Teil hängen sie auch noch an Drahtseilen, aber das ist auch alles über Architektenbüro gegangen. Also die haben alles genau ausgerechnet, wie schwer ist das Flugzeug und in welchem Bereich müssen die Ständer sein, dass es also wirklich stabil steht und auch sicher, weil die Leute laufen ja auch unter diesen Flugzeugen durch. So, und wir wollen nicht, dass uns ein Flugzeug auf den Kopf fällt, während wir hier sind. Ja. Was ist das eigentlich? Ein Doppeldecker, oder? Ja, das ist ein Doppeldecker und zwar der größte jemals gebaute Doppeldecker der Welt, eine Antonov AN2, NATO-Codename Colt. Ein Flugzeug, aber mit einem Doppelsternmotor und wird auch für Frachtflüge verwendet. Passagierflug. Heute werden noch viele von diesen Flugzeugen für Rundflüge verwendet. Eine war auch bis vor kurzem noch hier von einem Herrn Hoffmann. Der Pilot ist leider verstorben und man hat dann die Maschine verkauft. Und eine fliegt noch auf dem Flugplatz Bad Wörishofen. Ja. Und ich meine, so hat man das Kind ja immer die Flugzeuge vorgestellt mit so einem Propeller dran, aber das gibt es kaum noch. Kolbentriebwerk oder habe ich ein Prop-Triebwerk? Kolbentriebwerke, sage ich mal,
haben zwar Leistung, sind aber schwerer. Und deswegen hat man heute im Transportwesen noch die sogenannten Turboprops eingeführt. Das heißt, ein Propeller-Turbinen-Luftstrahltriebwerk, die sind leichter, aber leistungsfähiger. Und so können also die Flugzeuge auch auf kurzen Strecken starten und landen, während bei Kolbenflugzeugen eben durch natürlich das Gewicht eben die Startstrecke etwas länger ist. Ja. Grob, jetzt erklär mir nochmal, ich habe irgendwann in der Schule gelernt, warum Flugzeuge nicht runterfallen mit den Tragflächen. Ja. Das hat irgendwas mit der Form zu tun oder so? Ja, es hat nicht nur mit der Form zu tun, sondern wie ist die Tragfläche ausgelegt. Es geht hier um die sogenannte Gleitzahl. Wie hoch bin ich und wie weit kann ich mit 1 Meter pro Sekunde gleiten? Also 1 Meter sinken, aber wie ist dann auch die, mit weit komme ich damit? Ja, also Flugzeuge mit relativ kurzen Tragflächen, die bräuchten halt dann eine gewisse Tiefe, aber es hat dann auch wieder mit dem Gewicht zu tun. Und deswegen schaut man auch immer, dass beim Triebwerksausfall auch ein gewisses Gleiten möglich ist. So dass man dann, sage ich mal, auf einer Wiese oder was, wo also keine Hindernisse sind, die Maschine wenigstens so sicher runterbringt. So sicher wie möglich. Ja. Und klar, eine Tragfläche hat eine bestimmte Form. Wenn man 2 aufeinander baut, hält das doppelt so gut. Kann man sich das so vorstellen? Nee, es geht auch um den Auftrieb. Ich habe hier mehrfachen Auftrieb durch die Tragflächen. Das heißt also durch 2 Tragflächen höherer Auftrieb und das verkürzt natürlich auch die Startstrecke. Warum macht man das nicht weiterhin so? Ich meine, es wäre doch sinnvoll, dass man einfach 2... Ja, es kommt immer auf den Verwendungszweck drauf an. Also eine Transall zum Beispiel, so wie sie da draußen steht, als Doppeldecker wäre etwas vom Gewicht her problematisch. Ja, weil natürlich hier durch das... Je mehr Flügel, desto mehr Gewicht auch. Ja, natürlich. Und man muss natürlich auch schauen, dass ich auch den Luftwiderstand verringere. Es gab im Ersten Weltkrieg einen Dreidecker, der hatte also 3 Tragflächen, hatte zwar eine sehr kurze Startstrecke, aber im Flugverhalten etwas unagiler als ein kleineres Jagdflugzeug mit 1 oder 2 Tragflächen. Also auch in dem Fall größer ist nicht immer besser. Ja. Ja. Man hat auch im Zweiten Weltkrieg versucht, eine Hurricane, das ist ein britischer Jäger, mit einer zweiten Tragfläche konstruieren, um, sag ich mal, Kraftstoff aufzunehmen, um die Reichweite zu erhöhen. Hat sich aber als sehr nachteilig erwiesen, weil natürlich dann die Agilität drunter gelitten hat und natürlich auch durch das zusätzliche Gewicht war die Maschine dann auch relativ langsam. Gut, wo geht's denn jetzt? Es ist so eine Riesenhalle. In welche Richtung wollen wir uns denn jetzt bewegen? Ja, gehen wir mal in den Bereich Senkrechtstarter. Ich glaube, ich war noch nie unter dem Flügel eines Flugzeugs. Ja, von macht Sachen unten, im von Jahr zum ersten unten Mal, sieht man sagen sie eigentlich nur im Flug. Ja, stimmt. Also zumindest nicht so unmittelbar. Es ist wahrscheinlich schon irgendwann mal ein Flugzeug über mich drüber geflogen. Ja, aber zumindest gibt es auch hier, wir haben auch hier die Modellbauer, die auch öfters zu uns kommen, egal ob Plastikmodellbauer oder RC-Flugmodellbauer, die natürlich dann von solchen Anblicken fasziniert sind, weil sie dann auch mal sagen, jetzt weiß ich, wie das Ding mal von unten ausschaut. Ja. Weil im Flug ist es immer schwierig, da irgendwas abzunehmen. Und die meisten Flugzeuge, wenn sie abgebildet sind, eher von der Seite, von schräg vorne oder hinten, aber von unten sieht man sie selten. Ja. Also wer das sehen will, kommt hierher Ja. nach Oberschleißheim in die Flugwerft. Okay, das sieht wirklich seltsam aus. Da fehlt der halbe Flügel. Muss das so sein? Ja, das ist also vom Design her, wir sind jetzt hier im Bereich Senkrechtstarter. Alle Fluggeräte, die also in diesem Abschnitt hier stehen, können senkrecht starten und landen. Wirtschaftlich geht es mit dem Hubschrauber, weil mit dem Hubschrauber bin ich wesentlich flexibler als mit einem Flächenflugzeug. Aber warum hat man es mit einem Flächenflugzeug gemacht? Das war ganz einfach. Wir sind hier in der Zeit des Kalten Krieges. NATO-Doktrin damals war Massive Retaliation, also massive Vergeltung. Und wenn es zum Ernstfall gekommen wäre, Infrastruktur wäre notwendig, um Flugzeuge in die Luft zu bringen. Und hier hat man gesagt, wir brauchen es mit wenig Infrastruktur. Und deswegen Senkrechtstart- und Landeeigenschaften. Okay, also das sind wirklich Flugzeuge, die könnten jetzt so hier einfach nach oben durch die Decke starten. Ja, gut. Theoretisch. Sollen wir lieber nicht ausprobieren. Also praktisch könnte man das auch machen, aber nur einmal. Ja. Wahnsinn. Die Flugzeuge waren designt, einmal hier die VJ 101 als Abfangjäger. Man sieht hier schon ein bisschen die Parallelen zum Starfighter. Man hat nämlich den Starfighter als Design hergenommen und hat gesagt, dieses Flugzeug nehmen wir her, aber wir bauen es um als Senkrechtstarter.
Die Gondeln sind schwenkbar, das heißt also für Senkrechtstart und Landung, so wie sie jetzt hier ausgestellt ist, wäre sie jetzt in dieser Phase Senkrechtstart und Landung. Die können dann auch geschwenkt werden für den Geradeausflug. Die VJ 101 war übrigens der erste Senkrechtstarter, der Überschall fliegen konnte. Wow. Wie gesagt, alle 3 Typen sind gebaut und geflogen worden, kamen aber über das Prototypenstadium nie hinaus. Die VHK 191 sollte der Jagdbomber werden und die Do 31 als Transporter. Drunter stehen, wenn das Ding starten möchte, ja? Ja, das sind auch Triebwerke mit Nachverbrennung, da geht also ordentlich Hitze raus. Und um überhaupt die Maschine auf einer Fläche senkrecht zu starten, hat eine US-Firma Limb Tanko Ward eine Spezialkonstruktion entwickelt, so eine Art Matte, die den ganzen Heißstrahl, sage ich mal, absorbiert, sodass also der Untergrund mehr oder weniger nicht Feuer fängt oder wegschmelzt. Woran man alles denken muss. Das heißt, es wäre aber auch ein Flugzeug, das dann im Flug bremst und fast stehen bleibt und dann erst senkrecht runtergeht. Man kann mit diesen Flugzeugen fliegen wie ein Hubschrauber. Ich kann im Stand vorwärts, rückwärts, seitwärts auch das Flugzeug drehen. Ja. Aber die Frage ist halt, auch vom taktischen Gesichtspunkt her, ist es sinnvoll oder nicht? Und das ist es sehr selten und deshalb sieht man das nicht so Ja, oft. also Deshalb stellen wir uns ich meine, Flugzeuge die vor, wie die Dinger, die so auf der langen Landebahn Ja, nachdem starten. diese Projekte eingestellt worden sind, das war also überwiegend der Grund des Politikums und der Wirtschaftlichkeit. Aber man hat das nicht einfach zur Seite gelegt, sondern diese Technologien sind in ein anderes Flugzeug eingeflossen, nämlich der einzige senkrecht startende Flugzeug der westlichen Welt. Damals, das war der Harrier, von Hawker Siddeley gebaut, von McDonnell Douglas weiterentwickelt in verschiedenen Versionen. Heute ist die modernste Version die AV8B Plus, wie sie beim US Marine Corps im Einsatz ist und bei der spanischen und italienischen Marine, weil die haben ähnliche Schiffe wie die Marines, wobei die Italiener da auf das Design eher von den Engländern zurückgegangen sind, um Flugzeuge auf Schiffen zu fliegen oder von Schiffen zu fliegen. Aber bei den momentanen Flugzeugträgern, die man so hat, gibt es ja auch diese Start- und Landebahn. Wäre es da nicht auch sinnvoller, Flugzeuge draufzustellen, die einfach so vom Start? Die Problematik ist dieser Spritverbrauch. Also der Harrier war eigentlich im Prinzip kein Jäger, sondern eher ein Jagdbomber, der, sage ich mal, jetzt vom Standpunkt der US Marines amphibische Operationen unterstützen und das Einsatzgebiet abriegeln, um die amphibischen Kräfte zu schützen. Ja. Auf Langstrecke brauche ich Flugzeuge mit großer Reichweite, was der Harrier eben nicht hat. Ja, wie eine F-18 zum Beispiel, die kann natürlich länger in der Luft bleiben und natürlich ganz anders agieren als der Harrier. Und wenn wir uns jetzt hier das Ding ansehen, bis hierhin sieht es noch aus wie ein normales Flugzeug und dann kommt noch dieser Beiwagen. Das ist der Teil, der nach oben fliegt und Nein, der das direkt ist, startet. Oder? man muss dazu sagen, die Do 31 kommt mit 2 Triebwerken nicht aus. In dieser Maschine sind 10 Triebwerke verbaut. In den Gondeln befinden sich jeweils 4 Hubtriebwerke. Da haben wir schon mal die 8, 4 links, 4 rechts. Und die inneren beiden Triebwerke sind primär für den Geradeausflug und unterstützen sekundär Senkrechtstart und Landung. Okay. Und hat die auch schwenkbare Schubdüsen. Auf der anderen Seite ist das Triebwerk als Schnittmodell ausgestellt, so wie es also hier in der Do 31 verbaut ist. Das ist das Rolls-Royce Pegasus Triebwerk, was heute noch in gewisser Form immer noch verwendet wird bei den jetzigen eingesetzten Senkrechtstartern, allerdings ein bisschen verbessert. Wofür sind eigentlich diese hübschen Nasen da? Ja, hier geht es darum, durch das, dass es Experimentalflugzeuge sind, muss ich natürlich Luftwerte so optimal wie möglich abnehmen. Und das kann ich also nur, wenn ich also ein längeres Rohr habe, sodass also die Strömung wirklich direkt sauber einströmen kann und dann die optimalsten Messwerte haben. Das sieht man auch bei der X31 und auch bei der Atlas ist dieses gegeben. Es geht hier aus wie Harpunen, die so vorne dran gebaut sind. Aber hier brauche ich natürlich unterschiedliche Geschwindigkeit und natürlich auch die Drücke für andere Messinstrumente, die in den Prototyp eingebaut sind, um noch zusätzliche andere Daten zu erhalten.
Welcher Bereich ist denn das hier, der, vor dem wir hier stehen? Das ist hier jetzt, sage ich mal, der Experimentalbereich, bestehend aus Flugzeugen, die auch geflogen wurden, die für Forschung überwiegend verwendet wurde. Der Eurofighter, der hier steht, das ist der Prototyp des heutigen eingesetzten Flugzeugs, weil das ist der Typhoon, also die richtige Bezeichnung ist Typhoon. Der Eurofighter wird ja nicht gleich 1:1 flugfähig gebaut, sondern ein Flugzeug entsteht im Windkanal. Und erst im Windkanal wird das Profil verändert, weil natürlich im Windkanal durch Sichtbarmachung der Luftströmung eben auch Störfaktoren erkannt werden. Und man überlegt sich, wie kann ich diese Störfaktoren beseitigen. Und dann fängt man an, dieses ganze Flugzeug, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war, zu verändern. Und da kommt ein ganz anderes Ding raus, als man eigentlich ursprünglich gedacht hat. Ja, irgendwann ist die Windkanalzeit vorbei und es muss jetzt richtig geflogen werden. Und dann kommen eben die Piloten, die am besten bezahlt werden, die Testpiloten, die das Ding auf Herz und Nieren prüfen. Dazu kommt auch, dass hier, man sieht an der Tragfläche diese Messstreifen, das sind alles elektronische Sensoren. Diese Werte werden an Rechner abgegeben und nach der Landung wird das Ganze dann ausgewertet. Bei extremen Manövern, dafür sind diese Messeinrichtungen da und in diesen Behältern, wo dann später elektronische Kampfinstrumente, sag ich mal, eingebaut werden oder für elektronische Kampfführung. Hier sind Kameras eingebaut, die dann noch zusätzlich die Kamera, die Tragfläche extremen Flugverhalten filmen. Das heißt, Experimentalflieger bedeutet nicht, das Experiment ist, wir gucken mal, ob er fliegen kann oder runterfällt. Nein, es hat immer Experimente, die man macht mit dem Flugzeug. Genau, hier geht es zum Beispiel bei der das beruhigt mich LFU schon mal. um Strömungsverhalten an bestimmten Tragflächenformen. Ja, die ist auch leicht nach vorne gepfeilt, also nicht nach hinten. Hat natürlich auch wieder mit Stabilität zu tun. Ah, okay, also das würde einem normalen Menschen nicht auffallen, aber dieser Flügel hat eine andere Form, als das normalerweise ist. Ja, genau. Oder Normalerweise, Tragfläche, wie nennt man das richtig? ja, genau, Tragfläche. Ja. Ja. Verstehe. Und das Ding da hinten, wenn wir da mal weitergehen wollen, Ja. sieht für mich ehrlich gesagt so aus, als kann es gar nicht fliegen. Und es hat fast. Da haben wir noch ein anderes Flugzeug. Wie soll das an die Luft kommen? Also hier haben wir jetzt ein ganz spezielles Flugzeug, das ist eine Mischung zwischen F-16 und F-18. Die X-31 ist mit einem ganz besonderen Triebwerk ausgestattet, nämlich mit dem Triebwerk ist es möglich, den Schubstrahl abzulenken. Wir sprechen hier von Vektortechnik, also Schubvektorsteuerung. Da können wir gleich mal nach hinten gehen, da sieht man das besser. Okay. Weil ich meine, so, da kann ich in 2 Schritten rüberlaufen und es würde mir schon eher Angst machen, Ja. dass das Ding überhaupt hochkommt. Drum ist auch vorne der Staurohr abgeknickt, damit also die Luftströmung immer sauber, waagrecht in das Rohr einströmen kann, um hier die optimalsten Werte für die Instrumente zu liefern. Das heißt, das fliegt eher wie eine Rakete. Nee, das weniger. Normalerweise bei einem bestimmten Anstellwinkel. Also Anstellwinkel ist der Winkel zwischen Profilsehne und anströmender Luft. Ja. Und irgendwann mal ist es so, dass diese Strömung an den Tragflächen abbricht, je steiler die Nase angestellt wird. Ja. Und jetzt Okay, also es geht darum, wie liegt das Flugzeug in der Luft? Gerade Genau. oder noch weiter nach Ja, oben? genau. Und irgendwann, je steiler ich die Nase anstelle, bricht die Strömung an der Tragfläche ab und wird turbulent. Das heißt, der Auftrieb würde vernichtet werden. Also wenn ein Flugzeug zu steil ansteigt, kann es gar nicht fliegen. Ja, Oder? bis zu einem gewissen Punkt, in dem Moment, wo die Ablösung stattfindet von laminarer in turbulenter Strömung. Okay. Und warum kann das dieses Gerät trotzdem? Ja, über diese Pedals wird der Schubstrahl, jetzt sage ich mal, für einen extremen Anstellwinkel nach unten abgelenkt. Ja, also hier kann ich den Schubstrahl in unterschiedliche Richtungen lenken und somit ist man in der Lage, auf diesem Schubstrahl zu reiten. Ja. Das heißt, diese 3 Paddel Ja. können sich bewegen, die steuert man. Ja, diese sind aber so gesteuert, dass die also immer in eine Richtung wirken. Also nicht das eine nach oben, sondern wenn
alle nach unten, dann werden die auch so gerichtet, dass also der Schubstrahl immer nur in eine Richtung abgelenkt wird. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie ein Paddel in einem Fluss, ne? Je nachdem, wie man das Paddel Ja, wir stellt. sagen Pedals dazu, aber in dem Fall ist es halt, also der richtige Begriff wäre Nozzle, also Schubdüse, aber hier mit Vektorsteuerung. Okay. Und wäre das nicht da, wären die Flügel, könnte man die Flügel auch ruhig ein bisschen weitermachen. Ja, also es hängt auch wieder vom Gewicht des Flugzeugs ab und natürlich von der Form. Ja, aber hier ging es darum, zu erforschen, inwieweit man diese Triebwerke, sag ich mal, auch einsatzfähig konstruieren kann. Wofür könnte man das benutzen? Der Eurofighter zum Beispiel, das habe ich neulich erfahren von Technikern, der hat die Vorrichtung drin für Schubvektortriebwerke. Nur aufgrund der finanziellen Lage werden die momentan noch nicht produziert. Ob es jeweils kommen wird, ist die Frage, aber der Eurofighter hat es drin. Ja, also die Vorrichtung. Das heißt, bei der Luftfahrt ist das auch so wie in allen anderen Bereichen. Technisch wäre mehr möglich, aber die Frage ist immer das Geld. Ja. Was lohnt sich Ja. finanziell? Macht man es oder macht man es nicht? Ja, aber wobei in der Luftfahrt natürlich auch der Sicherheitsfaktor eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Ja. Ja. Weil die Passagiere wollen sicher ankommen und in keinem Bereich wird Sicherheit, sage ich mal, so groß geschrieben. Das ist auch gut so. Du hast aber wahrscheinlich keine Flugangst, oder? Du bist kein Nee. Mensch, der... Nee, also wenn die Möglichkeit sich bietet, irgendwo mitzufliegen, egal ob jetzt hinten beim Luftsportverein, weil letztes Jahr bin ich mal mit einem Bell Jet Ranger mitgeflogen. Das ist ein zweimotoriger, einmotoriger Hubschrauber mit einer Wellenturbine. Da haben die immer die Dinger hin und her geschoben, habe ich mal angerufen, ob ich mal mitfliegen kann. Sagt er, ja, kein Problem. Er hat gerade jemanden, der muss ein bisschen üben und das war ein ganz anderer Hubschrauberflug, als ich es eigentlich sonst kenne. Ja, da war Hovern dabei, also stehen bleiben in der Luft, Notlandung mit Autorotation, also war alles dabei. Trotzdem hoffen wir, dass wir so etwas niemals brauchen werden Ja. in einem Flugzeug. Das ist ein Schleudersitz, das weiß ich auch. Schleudersitze aus unterschiedlichen Epochen, von der Anfangszeit bis hin, ja, jetzt nicht gerade der aktuellste, wie er beim Eurofighter drin ist, aber damals ging es wirklich nur darum, die Piloten im Flug zu retten. Martin Baker, ein Engländer, hat gesagt, es wäre vielleicht nicht blöd, wenn die Piloten auch sich aus dem Stand ausschießen können, weil bis der sein Gurtzeug abgelegt hat und das Flugzeug verlassen hat, ist die Zeitspanne zu groß und deswegen hat man dann auf 0-0 Sitze gesetzt. Also keine Toilettensitze, sondern 0-0 steht für 0 Geschwindigkeit, 0 Höhe. Und da sind also die Martin Baker Schleudersitze hier damals federführend gewesen. Also das hat man nur Oder immer gemacht, noch. wenn das Flugzeug verloren ist. Da kann man dann auch nichts mehr retten, wenn man weiß, das Ding kracht in den wenn nächsten der Sekunden Pilot auf den Boden. sieht, alle Warnlampen sind an, also ich kann wirklich nichts mehr machen. Normalerweise ist es kein Hobby von einem Piloten, der versucht noch ein bisschen was zu machen, aber wenn es absolut nicht mehr geht, dann ist eigentlich nur noch der gelb-schwarze Griff oben oder unten zu betätigen. Das ist auch nichts, wovon Piloten träumen, sich zu denken, Nee. Mensch, einmal im Leben den Man muss Schleudersitz sich betätigen. überlegen, also gerade bei Martin Baker, da sieht man wunderbar unten das Zusatzraketenpack. Das ist nämlich das Zweite, was gezündet wird, weil die Hauptkanone bringt erstmal den Sitz aus dem Cockpit raus. Und dann wird das untere Raketenpack gezündet und beschleunigt den Sitz auf 15 G. Und 15 G bedeutet das 15-fache des Körpergewichts. Die Wirbelsäule wird extrem gestaucht. Ja, und das ist also vom Gesundheitsfaktor her nicht unbedingt das, was ein Pilot haben will. Und darum war es eben je nach physischer Belastung des Piloten oder physischer Belastung des Piloten eben so, dass nach dem 2-, 3-mal Aussteigen war es dann schon kritisch, ob er überhaupt noch fliegen darf. Verstehe. Ja. Also es ist auch nichts, worauf ich wahnsinnig scharf wäre, um das mal auszuprobieren. Wir sind Wie auch viele hier- Sekunden muss man das machen, bevor das Flugzeug in Flammen aufgeht? Der Pilot hat die Parameter, sage ich mal, immer im Kopf. Also die Flight Manager, die wichtigsten Parameter muss er wissen. Wenn er jetzt sagt, okay, Öltemperatur ist schon auf dem Minimum. Ich habe hier schon Überhitzungswarnleuchten. Ja, also jetzt wird es kritisch. Kriege ich die Maschine noch hin? Wie weit bin ich vom Platz weg und so weiter, wo ich noch sicher landen kann? Und wenn der sagt, okay, jetzt ist wirklich vorbei, jetzt habe ich wirklich Feuer, raus. Aus. Ja.
Dann haben wir da hinten noch, hast du mir erzählt, dein Prachtstück. Das wollen wir uns auf jeden Fall auch noch mal angucken. Ja, bloß kurz hier noch zu dem Bereich. Wir sind hier also jetzt im letzten Bereich der Halle. Hier werden Strahlflugzeuge ausgestellt, militärischer Art, von 1950 bis hin zur modernen Epoche. Ja. Ja. Und ich meine, deshalb sind ja auch Schleudersitze nicht im normalen Flugzeug drin, sondern das ist tatsächlich für Leute, die Kampfjets fliegen. Selbst wenn heute wie Red Bull ein Flugzeug sich leistet, also auch die haben ja auch einen Alpha-Jet, ein Schleudersitz ist Munition, weil da ist Pyrotechnik drin und das ist Munition. Und das fällt eben auch unter das Sprengstoffgesetz. Und da muss man sich auch mit dem Gesetzgeber auseinandersetzen. Du darfst zwar die Maschine fliegen, aber Schleudersitze, da brauchst du ein extra Zertifikat, dass du die verwenden darfst. Ach krass, okay. Das heißt, nach dem Gesetz zündet man eine Waffe, wenn man seinen Schleudersitz bedient. Verstehe. Ja. Okay, und das ist jetzt der Starfighter F-104. Klingt cool. An der Maschine, das ist also eine Besonderheit, weil ich bin ausgebildeter Fluggerätmechaniker, also grundausgebildet, habe am fliegenden Gerät nicht gearbeitet, also deswegen nur grundausgebildet. Unsere Ausbildungsflugfahrzeuge waren damals Starfighter F-104, Tornado und ein kolbengetriebenes Flugzeug. Und in unserem Ausbildungsbereich war auch noch Antriebstechnik mit Kolben- und Strahltriebwerk. Ja, warum Starfighter? Selber habe ich ein Starfighter-Cockpit im Besitz. Das habe ich mal während meiner Bundeswehrzeit aufgebaut und habe dann hier ein zusätzliches Faible entwickelt, weil ich kenne es noch als Kind, die Maschine im Flug auf diversen Flugtagen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich auch mal ein Cockpit kriege. Aber du hast ein Cockpit bei dir zu Hause? Ja, das steht momentan bei meinen Eltern, allerdings nicht in komplett, sondern hier abgetrennt und bis hierhin. Also ich habe alles drin, vom Schleudersitz bis Radargerät, alle Instrumente, aber der Epoche entsprechend. Und dann setzt du dich manchmal rein und Ja, einfach mal wieder die fühlst dich Zeit gut an. genießen. So wie andere Leute die Badewanne gehen. Ja, genau. Also es ist halt, und ein Flugzeug hat auch einen speziellen Geruch. Ich sage mal ein spezielles Eau-de-Toilette. Wenn man da einsteigt, andere sagen, die stinken. Ich sage, die stinken nicht, die haben nur ein anderes Eau-de-Toilette, als man sonst kennt. Ja, aufgrund dessen, dass ich an der Maschine ausgebildet worden bin, wir haben die Flugzeuge ausgetauscht. Wir hatten vorher eine F-104F da drin stehen, das war eine zweisitzige Version, aber allerdings war das eine leere Hülle. Und man wollte im Hauptgebäude die Maschine aufbocken, um einen Schleudersitzausschuss darzustellen. Und dann haben wir uns überlegt, warum stellen wir nicht die Maschine hier hin, weil die ist voll ausgerüstet, da ist alles drin, von Elektronik bis Triebwerk, Bewaffnung, wo man den Leuten was zeigen kann, als dass wir hier eine leere Hülle präsentieren. Und haben wir die Maschine ausgetauscht. Und der Werkstattleiter hat gesagt, pass auf, du bist an der Maschine ausgebildet worden, du hast es noch, schau mal bitte nach, was an dem Flugzeug stimmt und was nicht. Meine Frage war dann, wie willst du es haben? Er hat gesagt, er will die Maschine in den Zustand haben, dass er jederzeit in Einsatz gehen kann. Und seit 2016 bin ich dran und versuche die Maschine wieder komplett herzurichten. Das heißt, die könnte dann so richtig da vorne auf der Startbahn... Nee, das nicht. Also es fehlen die Betriebsstoffe, aber es geht um den Ausstellungszustand. Ja. Also es haben Bediengeräte gefehlt. Es wurden einige TAs gar nicht durchgeführt. Eine wichtige VTA, also vordringliche technische Anweisung. Und da habe ich gesagt, das muss gemacht werden und wenn ich die Teile kriege, dann mache ich weiter. Und die habe ich dann bekommen und so ging das also seit 2016. Du hast hier wirklich einen Schatz und man merkt dir deine Leidenschaft an und das ist so toll. Ja. An alle, die im Livestream dabei waren, das ist riesig hier, das sieht so toll aus. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sobald die Museen wieder aufmachen, mal hierher zu kommen und sich das anzugucken. Es war fantastisch. Vielen Dank für deine Zeit. Bitte, bitte. Ich habe richtig wieder Lust bekommen auf Fliegen. Also irgendwann, wenn Corona vorbei ist und alles wieder normal ist, setze ich mich in ein Flugzeug und denke mir, ich verstehe jetzt alles viel besser, weil der Thomas es mir erklärt hat. Vielen, vielen Dank. Ich sage immer bloß, Leute, kommt her, guckt es euch an. Vielleicht der eine, der in der Ausbildung ist, will vielleicht noch ein bisschen was wissen. Überhaupt kein Problem. Prima, danke. Und liebe Grüße in den Livestream. Bis dann. Wir gucken uns noch ein bisschen um so lang, oder? Jo.